So, zurück bei Vampyr. Wir haben immer noch nicht das Anwesen von diesem Dawson gefunden. Aber dafür mit mehreren Leuten gesprochen. Und hier ist ein Versteck. Neuer Unterschlupf verfügbar. 5300? Nein. Ich spare, bis ich 6000 habe. Denn dann kann ich meine Klauen verbessern. Was ist hier? Ach, hier kann ich dann schlafen. Okay. Kann ich hier irgendwas? Oh. Zack. Zack. Hier fehlt aber noch was. Das habe ich noch gar nicht gefunden. Wer weiß, was das ist. Den Säbel, das bringt ja nicht den... Nee. Der. Vielleicht ist der schneller. Angriffsgeschwindigkeit 10. Ausdauer 20. Ja. Meine Waffe ist genauso schnell, aber verbraucht halt ein bisschen mehr Ausdauer, aber... Nee, das lohnt sich nicht. Ha, da war ein Schrank. Oh. Noch ein bisschen Kinin gesammelt. Jetzt hier rein. In den Hinterhof. Ah, da ist... Oh. Gegner. Hier ist, das sieht mir aus wie das Anwesen der Dawsons. Ja. So. Sehr... Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Nein, das werde ich nicht tun. Da bin ich felsenfest überzeugt. Ich höre auf meine... auf die liebste... Lady Ashbury. Erstmal alle klauen. Da ist er. Ich gucke mich erstmal hier ein bisschen rum. Ich glaube, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Wir sind ein guter Arzt. Hier ist was. Hinrichtung des John Francis Sparrow. Der Bruder von Jack Sparrow. John Francis Sparrow, 21, wurde heute Morgen in der Haftanstalt von Pentonville gehängt. Mr. Sparrow wurde zum Tode verurteilt, nachdem man ihn des Mordes an seiner Schwester Alexandra Sparrow für schuldig befunden hatte. Bis zum Schluss beharrte der Mann auf seiner Unschuld. Vor Gericht wurde nicht ein einziger formeller Beweis für seine Anwesenheit am Tatort vorgelegt, aber er wurde trotzdem zum Tode verurteilt und hingerichtet. Scotland Yard weigerte sich, den Fall neu aufzurollen, trotz vieler Lücken im Ablauf der Ereignisse, die letztendlich zu Miss Sparrows Tod führten. Charles Albright, der die Untersuchung für Scotland Yard durchführte, wollte keine unserer Fragen beantworten, aber vor 3 Wochen wurde er ohne offizielle Begründung degradiert. Welch seltsame Art, eine effiziente Untersuchung zu belohnen. Aha, Clayton Darby. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Ja, das frage ich mich auch. Und wer da noch seine Finger im Spiel hatte, bestimmt dieser Dawson hat diesen Anruf getätigt. Gab es überhaupt schon Telefone zu der Zeit? Bestimmt. So. Ich habe Angst. Was passieren wird, wenn ich Nein sage. Und mich dem reichsten Mann Londons widersetze. Ich bringe ihn einfach um. Finally you're here, Dr. Reid. What took you so long?
I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist, such as yourself, would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reid. Planned very carefully. Vertrauen Sie mir, keine Eile. Ich bin ja der einzige Vampir. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask? I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reid, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. Ja, das hätte ich mir schon gedacht. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Also er wäre definitiv ein guter Verbündeter im Kampf gegen die Wache von Priwen, aber das andere... Das wäre eine Herrschaft, die fast unendlich lange dauern würde. Und man hat ja gehört, dass er nicht ganz so nett ist und ein guter, reicher Mann ist. Ich hoffe, ich kann auch ablehnen. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reid, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Na klasse. Who gave you the right to decide the fate of thousands of people? My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Ja, wirklich, so einer hat die Unsterblichkeit auf keinen Fall verdient. You really plan to build a quarantine wall across London? Yes, it will be tall and strong, separating the wheat from the chaff. By doing so, you will also create two separate prisons. Come, sir. An eminent doctor like yourself knows that such radical measures have proved efficient in the past. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor? This is a desperate measure for desperate times. England must prevail, Doctor, no matter the cost. Wenn der Preis zu hoch ist. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate.
We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Ich will ihn gar nicht verwandeln. Und erst recht nicht... Was ist denn hier? Und erst recht nicht 2000 EP verschwenden. Ich töte ihn. Dann bekomme ich doch 1000 EP. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. I would have lived forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Ich bin der Mächtigste unter allen. Oh, wir reden jetzt... Oh, eine neue Bandstufe. Als Dawson. Oh, jetzt habe ich aber die Stütze des Stadtteils umgebracht, ja? Ups. Naja, was halt. Ich sage dem Lord Redgrave einfach, dass er zu alt war und bei der Verwandlung gestorben ist. Ich hoffe, der glaubt mir das. So, wo ist hier noch ein Safe? Oh, noch eine Blutprobe. Das läuft, ja. Wo ist denn hier der andere? Ich habe doch 3 Schlüssel gehabt. Also muss es auch 3 Safes geben. Was mich an diesem Spiel ein bisschen ankotzt, ist, dass es keine Schnellreise gibt. Ja. So, dann war's das, oder? Ich muss halt immer laufen, immer. Das ist ein bisschen... Kann nach einer Zeit nervig sein. Ja, wir haben alle Schlüssel aufgebraucht. Das war's. Mit dem reichsten Mann der Welt. Der Stadt. Englands. Keine Ahnung. Da ist er ja. Der hat Mesmerisierungsstufe 20. Is it done, Dr. Reid? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? He didn't survive the procedure. He was too weak. This is unacceptable, nevertheless. You were given the simplest task. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Banished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave.
Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Ups. Beschütze das Pembroke Hospital. Oh oh. Oh oh. Wir haben da wahrscheinlich eine Lawine ausgelöst. Eine Lawine der Wut. Aber ich konnte ihn nicht verwandeln. Nein, das wollte ich nicht. Wer ist das denn? We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you did. What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. We talked a lot. Her words and ideas are captivating. It is no surprise that you like her. I like her too. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Ein Angriff auf Wait, das Pembroke. slow down. I need to ask you something. I'm listening, but I do not have time to waste, so be quick. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths, truths I have kept hidden for so long. Where is Lady Ashbury right now? She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. She is no fool, and just as strong as you. Why do I feel like Lord Redgrave was particularly irritated to see you? Far more so than the average Skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Ich mach mal das. Ich mag es, wenn sich Charaktere in Spielen dann langsam näher kommen und dann sich verlieben und so weiter und so fort. Yes.
Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Das Schwert wird dich richten. Jetzt muss ich schleunigst zum Pembroke Hospital. Ausruhen kann ich mich jetzt nicht. Schlafen, meine ich. Anscheinend. Hoffe ich. Ja, denke ich mal nicht. Naja, 7000 EP, das schaffen wir auch ohne Schlafen. Oder? Was ist das denn? Lord Finney. Vom Ascalon Schiff oder was? Also erster Gegner mit über Level 30. Aber auch kein Problem für uns. Denn wir sind mächtig. 101 Schillinge. So, nach da geht's, ja. Was passiert, wenn ich hier schlafen gehe? Ich will mich eigentlich ausruhen und leveln. Ich möchte meine Klauen verbessern. Mal gucken, was die Hauptquest sagt hier. Ich muss mich sofort dorthin begeben. Dann begebe ich mich sofort dorthin. Ohne große Umschweife. Hier schreien andauernd Babys. Und ihr seid alle noch gesund? Ja. Meine Schäfchen. Die ich bald zur Schlachtbank führen werde. Nein, war nur Spaß. Oder? Die Schnellreisefunktion wäre mal cool. Vielleicht wird die ja noch in späteren Updates reingemacht. Oder so. Das wäre mal cool. Obwohl... Einer... Au. 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 Oh, ich muss heilen. Der ist unsterblich, solange er in dieser Blutfontäne steht. Aha. Gut zu wissen. Alter. Die werden immer stärker, die Gegner. Das bringt dann nichts, sich aufzuleveln. Ah, wieder vergessen, dass die abspritzen, dass die Gift verlieren.
Gott. Oh Gott. Show me how you defeated Virgil Punch. Sind wir jetzt alle Leute des Ascalon Clubs oder was? Aua. Aber auch dieser Lord ist kein Problem für uns. Der hetzt uns jetzt echt alle Leute aus dem Ascalon Club auf uns. Und wieder schreit ein Baby. So, da vorne ist das Pembroke. Was dort passiert, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Was für ein Spoiler. Tut mir leid. Ciao.